Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den staubigen Archiven der Welt, auf Fragmenten aus gebranntem Ton, liegt ein Dokument, das die Grundfesten unseres Verständnisses von Zeit und Geschichte erschüttert. Es ist eine scheinbar nüchterne Liste von Herrschern, doch die Zahlen, die sie enthält, sind schwindelerregend. 8 Könige, so wird berichtet, regierten vor einer großen Flut für insgesamt 243.200 Jahre. Was verbirgt sich hinter diesen unmöglichen Chroniken? Guten Abend. Legen Sie sich zurück und schließen Sie die Augen. Lassen Sie uns gemeinsam auf eine Reise gehen, weit zurück in die Dämmerung der Zeit. Unsere Geschichte beginnt nicht mit Pyramiden oder Imperien, sondern in einer Landschaft aus Schilf und Wasser unter einem Himmel von unendlicher Weite. Wir befinden uns im südlichen Mesopotamien, dem Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Hier, vor mehr als 6000 Jahren, geschah etwas Außergewöhnliches. Inmitten der Sümpfe und Auen, wo das Wasser des Persischen Golfs auf das Süßwasser der Flüsse traf, entstand ein Ort, den die Sumerer selbst als den Anfang von allem betrachteten: Eridu. Für sie war es keine gewöhnliche Siedlung, sondern die erste Stadt der Welt, ein heiliger Ort, an dem die Götter den Menschen die Zivilisation schenkten. Archäologische Spuren bestätigen die tiefe Verehrung dieses Ortes. Schicht für Schicht gruben sich Forscher durch die Jahrtausende und fanden die Überreste von 18 aufeinander folgenden Tempeln, die alle an derselben heiligen Stätte errichtet wurden. Der älteste war kaum mehr als eine einfache Hütte aus Schilf und Lehm, doch er war der Keim für alles, was folgen sollte. Hier wurde Enki verehrt, der Gott der Weisheit, des Wassers und der Schöpfung. In den Mythen der Sumerer war es Enki, der aus dem Abzu, dem Süßwasserozean unter der Erde aufstieg, um den Menschen die Künste und das Handwerk zu lehren, die Gesetze zu geben und die Ordnung in der Welt zu errichten. Eridu war der physische und spirituelle Ankerpunkt dieser neuen Welt. Hier lernten die Menschen, das Land zu bewirtschaften, Kanäle zu graben, um die unberechenbaren Fluten zu zähmen und Gemeinschaften zu bilden, die größer und komplexer waren als alles, was es zuvor gegeben hatte. Das Echo von Eridu ist das Echo der Geburt der Stadt, der organisierten Religion und der sozialen Hierarchie. Es ist der leise Beginn des urbanen Lebens, ein Experiment, das die Menschheit für immer verändern sollte. Und es ist der Ort, an den die sumerische Königsliste den allerersten König setzt, der vom Himmel herabkam, um über die Menschen zu herrschen. Wie aber wissen wir von Eridu, von Enki und von den Königen, die vor unzähligen Zeitaltern geherrscht haben sollen? Die Antwort liegt nicht in monumentalen Steinstelen oder Papyrusrollen, die im feuchten Klima Mesopotamiens längst zerfallen wären. Die Antwort liegt im Lehm. Der allgegenwärtige Schlamm der Flussufer wurde zur Leinwand ihrer Zivilisation. Aus ihm formten sie Ziegel für ihre Städte und Zikkurate, und aus ihm formten sie die Tafeln, die ihr Gedächtnis werden sollten. Dies ist die Geschichte der Keilschrift. Was als einfaches System von Piktogrammen zur Verwaltung von Getreide und Vieh begann, entwickelte sich über Jahrhunderte zu einer komplexen und eleganten Schrift. Mit einem zugeschnittenen Schilfrohrgriffel drückten die Schreiber keilförmige Zeichen in den weichen, feuchten Ton.
Einmal in der Sonne getrocknet oder im Feuer gebrannt, wurden diese Tafeln zu unglaublich widerstandsfähigen Dokumenten. Sie sind das Fundament unseres Wissens über den alten Nahen Osten. Tausende und Abertausende dieser Tontafeln wurden aus den Ruinen sumerischer, akkadischer und babylonischer Städte geborgen. Sie erzählen uns von allem, von Bierrationen für Arbeiter, von epischen Mythen über Götter und Helden, von mathematischen Berechnungen, die den Satz des Pythagoras vorwegnahmen, von Gesetzeskodizes und von diplomatischen Briefen zwischen mächtigen Herrschern. Im Herzen dieses Systems stand der Schreiber, der Dubsar. Die Ausbildung in den Edubas, den Tafelhäusern, war lang und mühsam. Nur eine kleine Elite beherrschte die Kunst des Lesens und Schreibens. Doch ihre Arbeit war es, die den komplexen Apparat von Verwaltung, Religion und Wissen am Laufen hielt. Sie waren die Hüter der Kontinuität, die Chronisten ihrer Zeit. Sie verstanden, dass das Aufzeichnen von Ereignissen eine Form der Kontrolle über die Zeit selbst war. Indem sie Listen von Königen, Dynastien und Ereignissen erstellten, schufen sie eine offizielle Geschichte. Eine Erzählung, die ihre Gegenwart in einer langen, ununterbrochenen Kette der Tradition verankerte. Diese Tontafeln sind keine trockenen Verwaltungsakte. Sie sind die Stimmen einer versunkenen Welt, gefangen im gebrannten Lehm, die darauf warten, nach Jahrtausenden des Schweigens wieder gehört zu werden. Und unter ihnen befindet sich eine ganz besondere Art von Dokument. Eine Liste, die versucht, die Zeit selbst zu ordnen, von der Schöpfung bis in die Gegenwart des Schreibers. Die Wiederentdeckung der sumerischen Zivilisation ist eine Geschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, eine Zeit heldenhafter Archäologie und mühsamer philologischer Arbeit. Als europäische Forscher begannen, die riesigen Hügel, die Tells, im heutigen Irak zu durchkämmen, wussten sie kaum, was sie finden würden. Sie suchten nach den Städten der Bibel, nach Ninive und Babylon. Doch sie fanden etwas viel Älteres, eine Kultur, die selbst für die Babylonier schon antik war: Sumer. In den Ruinen von Städten wie Nippur, dem religiösen Zentrum Sumers, kamen unzählige Tontafeln ans Licht. Doch die sumerische Königsliste wurde nicht als ein einzelnes, prachtvolles Manuskript gefunden. Sie existiert nicht als ein einziges, unversehrtes Objekt. Stattdessen ist sie ein wissenschaftliches Konstrukt, ein Puzzle, das aus über einem Dutzend verschiedener Fragmente zusammengesetzt wurde. Diese Fragmente stammen aus unterschiedlichen Epochen und Orten, von Larsa über Sippar bis nach Kisch. Sie sind oft beschädigt, unvollständig und manchmal widersprechen sie sich sogar gegenseitig. Das wohl berühmteste und vollständigste Exemplar ist der sogenannte Welt Blundell Prisma. Dieses beeindruckende Artefakt, das heute im Ashmolean Museum in Oxford aufbewahrt wird, ist ein etwa 20 cm hohes, senkrecht stehendes Prisma aus gebranntem Ton, das auf allen 4 Seiten mit feiner Keilschrift beschrieben ist. Es wurde um 1800 vor Christus während der Isin-Dynastie geschrieben und enthält eine lange Liste von Herrschern. Der deutsche Assyriologe Hermann Vollrath Hilprecht fand Anfang des 20. Jahrhunderts in Nippur weitere Fragmente, die halfen, die Lücken zu füllen. Jeder neue Fund war ein Triumph, der es den Gelehrten wie Thorkild Jacobsen ermöglichte, die verschiedenen Versionen zu vergleichen, die Texte zu transkribieren und eine möglichst vollständige, synoptische Version der Liste zu erstellen. Diese Arbeit war von entscheidender Bedeutung. Sie offenbarte, dass die sumerischen Schreiber selbst mit verschiedenen Traditionen und Quellen arbeiteten. Die Königsliste war kein statisches, unveränderliches Dokument,
sondern eine lebendige Tradition, die über die Jahrhunderte hinweg kopiert, bearbeitet und aktualisiert wurde. Die Entdeckung war also nicht der Fund eines Buches, sondern die langsame Rekonstruktion eines Konzepts, des sumerischen Konzepts von Geschichte und Zeit selbst. Was also steht auf diesem bemerkenswerten Dokument, das aus so vielen Teilen zusammengesetzt wurde? Die Liste beginnt mit einer fast mythischen, feierlichen Proklamation, die den Ton für alles Folgende angibt. Als das Königtum vom Himmel herabkam, war das Königtum in Eridu. Diese einfache Zeile ist von enormer Bedeutung. Sie etabliert das Königtum nicht als eine menschliche Erfindung, sondern als eine göttliche Institution, ein Geschenk des Himmels. Das Königtum ist eine abstrakte Macht, die nicht an eine Person oder eine Stadt gebunden ist, sondern sich von Ort zu Ort bewegen kann. Nach Eridu, so fährt die Liste fort, ging das Königtum nach Batibira, dann nach Larak, Sippar und Churupak. Die Struktur der Liste ist auf den ersten Blick klar und linear. Sie nennt eine Stadt, in der das Königtum residiert, listet dann die Könige dieser Stadt nacheinander auf und gibt für jeden eine Regierungszeit an. Wenn eine Stadt von einer anderen erobert wurde oder ihre Vormachtstellung verlor, heißt es, dann wurde geschlagen und das Königtum wurde nachgetragen. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich die zentrale Merkwürdigkeit, das eigentliche Mysterium der Liste. Sie ist durch ein kataklysmisches Ereignis in zwei Teile geteilt: die große Flut. Die Könige, die vor der Flut herrschten, die sogenannten vorsintflutlichen oder antediluvianischen Herrscher, sind anders. Ihre Regierungszeiten sind nicht nur lang, sie sind astronomisch, geradezu unglaublich. Der erste König von Eridu, Alulim, soll 28.800 Jahre geherrscht haben. Sein Nachfolger, Al-Angar, 36.000 Jahre. Die 8 Könige in den 5 Städten vor der Flut regierten zusammen über einen Zeitraum von 253.200 Jahren. Nach diesen unglaublichen Zahlen endet der erste Abschnitt der Liste mit dem Satz: Dann fegte die Flut darüber hinweg. Als das Königtum nach der Flut erneut vom Himmel herabkam, diesmal in der Stadt Kish, sind die Regierungszeiten der Könige immer noch sehr lang, oft über 1000 Jahre. Aber sie sind deutlich kürzer als die ihrer Vorgänger. Und je weiter die Liste in der Zeit voranschreitet, desto kürzer und realistischer werden die angegebenen Herrschaftsjahre. Diese Zweiteilung ist der Schlüssel zum Verständnis der Liste. Sie ist nicht nur eine Chronik, sondern eine theologische und kosmologische Aussage über die Natur der Welt vor und nach der großen Flut. Nun, da wir die materielle Natur der Königsliste verstanden haben, wenden wir uns ihrem erstaunlichsten Inhalt zu, dem ersten Abschnitt, der die Zeit vor der großen Flut beschreibt. Dieser Teil der Liste ist von einer Aura des tiefen, undurchdringlichen Mythos umgeben. Er spricht von einer Ära, die so weit zurückliegt, dass sie für uns kaum fassbar ist. Die Schreiber berichten von einer Zeit, in der das Königtum zum ersten Mal vom Himmel herabkam und sich in der Stadt Eridu niederließ. Von diesem Moment an werden 8 Könige in 5 verschiedenen Städten aufgezählt, die zusammen eine unvorstellbare Dauer von 200 Jahren regiert haben sollen. Diese Herrscher sind als die antediluvianischen, die vorsintflutlichen Könige bekannt. Ihre Namen klingen wie Echos aus einer verlorenen Welt: Alulim, Al-Angar, Enmenluana, Enmengal-Ana, Dumuzid der Hirte, Ensipazid-Ana, Enmendur-Ana und schließlich Ubaratutu. Die Städte, in denen sie herrschten, Eridu, Batibira, Larak, Sippar und Churupak,
waren die ersten Zentren der Zivilisation, die aus dem mesopotamischen Schlamm aufstiegen. Doch die Zahlen, die mit ihren Regierungszeiten verbunden sind, sprengen jeden Rahmen historischer Realität. Einzelne Könige sollen Zehntausende von Jahren geherrscht haben. Dies ist keine menschliche Zeitrechnung mehr. Es ist eine kosmische. Was sollen wir von diesen Zahlen halten? Sind es bloße Fantasien, Übertreibungen eines prahlerischen Volkes? Oder verbergen sich dahinter tiefere Bedeutungen? Vielleicht sind es keine individuellen Herrscher, sondern Dynastien oder ganze Epochen, die unter einem einzigen Namen zusammengefasst wurden. Vielleicht spiegeln sie eine andere Wahrnehmung von Zeit wider, eine, in der die Welt der Götter und die der Menschen noch nicht so klar voneinander getrennt waren. Die Liste präsentiert diese Zeit als eine ununterbrochene Kette der Herrschaft, als ein goldenes Zeitalter göttlicher Ordnung auf Erden, bevor eine große Katastrophe alles veränderte. Bevor wir versuchen, diese Zahlen zu deuten, lassen Sie uns einige dieser legendären Gestalten näher betrachten und in die Atmosphäre ihrer mythischen Herrschaft eintauchen. Unsere Reise zu den Anfängen der Zivilisation beginnt mit dem ersten Namen auf der Liste: Alulim. Ihm wird die Ehre zuteil, der allererste König gewesen zu sein, der auf Erden herrschte. Die Liste besagt unmissverständlich: Nachdem das Königtum vom Himmel herabgekommen war, war das Königtum in Eridu. In Eridu wurde Alulim König. Er regierte 28.800 Jahre. Eridu selbst ist keine Fiktion. Archäologen haben die Ruinen dieser Stadt im heutigen Südirak identifiziert und sie gilt als eine der ältesten, wenn nicht die älteste städtische Siedlung der Welt. Sie war das heilige Zentrum des Gottes Enki, des Gottes der Weisheit, des Wassers und der Schöpfung. Dass das Königtum hier seinen Anfang nahm, ist von tiefer symbolischer Bedeutung. Es verbindet die Institution der Herrschaft direkt mit göttlicher Weisheit und dem Ursprung des Lebens selbst. Doch was ist mit Alulim und seiner Herrschaft von 28.800 Jahren? Diese Zahl, fast 30 Jahrtausende, ist für einen einzelnen Menschen unmöglich. Wir müssen nach anderen Erklärungen suchen. Eine Möglichkeit ist, dass Alulim keine historische Person im modernen Sinne war, sondern eine mythische Gründerfigur, die eine immense Zeitspanne verkörpert. Sein Name könnte eine ganze Ära des frühen Siedlungsbeginns in Eridu repräsentieren. Die Zahl 28.800 selbst ist interessant. Sie ist ein Vielfaches von 60, der Basis des sumerischen Zahlensystems, und von 3600, einer Zahl, die als Sar bekannt war und eine große Zeiteinheit darstellte. 28.800 entspricht genau 8 Sar. War dies eine symbolische Zuweisung, um die Vollkommenheit und Länge seiner Herrschaft auszudrücken? Eine andere faszinierende Verbindung findet sich in späteren babylonischen Texten, die Alulim mit Adapa gleichsetzen, einer weisen Gestalt, die als einer der 7 mythischen Weisen, der Apkallu, galt. Diese Apkallu sollen der Menschheit vor der Flut die Grundlagen der Zivilisation gebracht haben. Alulim war also vielleicht weniger ein König aus Fleisch und Blut, als vielmehr die Personifizierung des zivilisatorischen Impulses selbst. Eine Erinnerung an eine Zeit, in der die Götter die Menschheit direkt lehrten. Seine Herrschaft ist ein Mythos, aber einer, der auf dem realen Fundament der ältesten Stadt der Welt ruht. Wenn die Herrschaft Alulims bereits unsere Vorstellungskraft strapaziert, so führt uns der dritte König auf der Liste, Enmenluana von Bat Tibira, an die Grenzen des Fassbaren. Ihm wird eine Regierungszeit von 43.200 Jahren zugeschrieben, die längste aller vorsintflutlichen Herrscher. Diese Zahl ist so gewaltig,
dass sie offensichtlich nicht wörtlich genommen werden kann. Sie schreit geradezu nach einer symbolischen Interpretation. Hier betreten wir das faszinierende Feld der mesopotamischen Numerologie und Kosmologie. Die Zahl 432.000 taucht in verschiedenen alten Kulturen in kosmologischen Kontexten auf. In der hinduistischen Tradition beispielsweise dauert ein Kali-Yuga, ein Zeitalter, 432.000 Jahre. Der babylonische Priester Berossos, der im 3. Jahrhundert vor Christus auf Griechisch über die Geschichte Mesopotamiens schrieb, gibt die Gesamtdauer der Herrschaft der 10 vorsintflutlichen Könige mit 432.000 Jahren an. Diese Zahl ist kein Zufall. Sie ist tief in astronomischen Beobachtungen und mathematischen Systemen verwurzelt. Sie lässt sich durch die Multiplikation grundlegender sumerischer numerischer Einheiten erzeugen, insbesondere der Zahl 60. 12 Sar, wobei ein Sar 3600 Jahre darstellt, ergeben genau 43.200 Jahre. Diese Zahlen waren nicht dazu gedacht, eine Biografie zu schreiben, sondern eine kosmische Ordnung abzubilden. Die Herrschaft von Enmenluana könnte also ein großes Jahr symbolisieren, einen vollständigen Zyklus in einem himmlischen Kalender, der den Sumerern heilig war. Seine Regentschaft steht für eine Ära von perfekter, astronomisch definierter Dauer und Stabilität. Die Stadt, die er regierte, Bat Tibira, war bekannt als ein Zentrum der Metallverarbeitung, ein Wall der Kupferschmiede. Vielleicht sollte seine außergewöhnlich lange Herrschaft auch die Beständigkeit und den Wohlstand symbolisieren, den diese wichtige Industrie der frühen Zivilisation brachte. Enmenluana ist somit weniger ein Mann als ein Konzept. Die Idee einer vollkommenen, göttlich geordneten und unermesslich langen Epoche des Friedens und der Stabilität, ausgedrückt in der heiligen Sprache der Zahlen, die die Bewegungen der Sterne widerspiegeln. Nachdem die Liste die 8 Könige und ihre insgesamt 200 Jahre Herrschaft aufgezählt hat, endet dieser erste, mythische Abschnitt mit einem dramatischen und abrupten Satz: Dann fegte die Flut darüber hinweg. Dieser knappe, fast beiläufige Vermerk markiert einen der tiefsten Einschnitte im mesopotamischen Weltbild. Die große Flut ist nicht nur ein Ereignis, sondern der ultimative Wendepunkt, eine kosmische Zäsur, die die Welt der Götter und mythischen Helden von der Welt der sterblichen Menschen trennt. Alles, was vorher war, die unvorstellbar langen Leben, die direkte Verbindung zum Himmel, wurde von den Wassermassen weggespült. Diese Erzählung ist uns natürlich aus anderen Quellen bekannt. Sie findet ihr berühmtestes Echo im Atrahasis-Epos, im Gilgamesch-Epos, mit dem Helden Utnapishtim und in der biblischen Geschichte von Noah. Doch die Königsliste gibt uns die älteste, skelettartigste Version dieses Narrativs. Der letzte vorsintflutliche König, Ubaratutu von Shurupak, war der Vater von Ziusudra, dem sumerischen Helden der Flut. Während die Liste Ziusudra selbst nicht als König erwähnt, ist die Verbindung klar. Die Linie der Herrschaft führte direkt zu dem Mann, der die Menschheit durch die Katastrophe retten sollte. Die Flut fungiert in der Liste als ein Reset, eine aitiologische Erklärung dafür, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Warum leben Könige nicht mehr Zehntausende von Jahren? Weil die Flut die alte Ordnung zerstört hat. Warum musste das Königtum nach der Flut erneut vom Himmel herabkommen? Weil die ursprüngliche irdische Linie unterbrochen worden war. Archäologisch gesehen gibt es tatsächlich Hinweise auf schwere lokale Überschwemmungen in der Geschichte Mesopotamiens, insbesondere in Städten wie Ur, Kisch und eben Shurupak. Eine dicke Schicht aus Flusssedimenten,
trennt dort ältere von jüngeren Siedlungsschichten. Es ist gut möglich, dass die Erinnerung an eine oder mehrere dieser verheerenden regionalen Katastrophen über Generationen hinweg zu dem Mythos einer alles vernichtenden, universellen Flut verdichtet wurde. Für die sumerischen Schreiber war die Flut jedoch mehr als ein historisches Ereignis. Sie war ein theologisches Statement, der Moment, in dem die Götter die Welt neu ordneten und die Menschheit eine neue, bescheidenere Rolle zugewiesen bekam. Guten Abend. Nachdem die große Flut über das Land hinweggefegt war, die Zivilisation in den Wassern des Chaos ertränkt und die Welt in einen Zustand ursprünglicher Stille zurückversetzt hatte, senkte sich das Königtum erneut vom Himmel herab. So berichtet es uns die Königsliste mit feierlicher Bestimmtheit. Die göttliche Ordnung, die durch die Hybris der vorsintflutlichen Menschheit gestört worden war, musste neu begründet werden. Und der Ort, der für diesen Neuanfang auserwählt wurde, war die Stadt Kish. In Kish wurde das Königtum gefestigt. Die Liste nennt uns den ersten Herrscher dieser neuen Ära, Joschua. Ihm wird eine Regierungszeit von 1200 Jahren zugeschrieben. Sein Nachfolger, Kulassinabel, soll 960 Jahre geherrscht haben. Wir sehen sofort eine dramatische Veränderung. Die Zahlen sind immer noch fantastisch, jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft, aber sie sind nicht mehr die kosmischen Zeitspannen von Zehntausenden von Jahren, die wir bei den Herrschern von Eridu oder Shurupak sahen. Die Skala hat sich verschoben von einer geologischen, fast göttlichen Zeitrechnung zu etwas, das, obwohl immer noch mythisch, näher an eine menschliche Dimension rückt. Die Dynastie von Kish markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der sumerischen Weltsicht. Sie repräsentiert die Brücke zwischen der versunkenen Welt der Götter und Halbgötter und der aufstrebenden Welt der menschlichen Städte und ihrer sterblichen Könige. Kish, strategisch günstig gelegen, wo sich die Flüsse Tigris und Euphrat annähern, wurde zum ersten großen politischen Zentrum der Zeit nach der Flut. Seine Herrscherliste umfasst 23 Könige, die zusammen über 24.510 Jahre regiert haben sollen. Diese Zahlen sind immer noch symbolisch, ein Ausdruck von Macht und göttlicher Legitimation in einer Welt, die sich neu ordnen musste. Jeder König von Kish trug die Last, nicht nur eine Stadt, sondern die gesamte Zivilisation wieder aufzubauen. Ihre Namen und ihre langen, wenn auch schrumpfenden Regierungszeiten sind ein Zeugnis für den Versuch, Stabilität in einer fragilen, wiedergeborenen Welt zu schaffen. Ein Echo des göttlichen Auftrags in den Taten sterblicher Menschen. In der langen Liste der Könige von Kish sticht ein Name besonders hervor. Nicht nur wegen seiner Regierungszeit, sondern wegen der außergewöhnlichen Geschichte, die sich um ihn rankt. Etana, der Hirte, der das ganze Land befestigte. Die Königsliste schreibt ihm 1500 Jahre auf dem Thron zu, aber es ist eine andere Erzählung, die ihn unsterblich gemacht hat. Der Mythos von Etana. Diese Geschichte, eine der ältesten überlieferten Legenden der Menschheit, erzählt von einem König, der mit einem tiefen menschlichen Problem konfrontiert war. Er hatte keinen Erben. Ohne einen Sohn, der seine Nachfolge antreten konnte, schien sein Königtum, seine gesamte Lebensleistung, vergeblich. In seiner Verzweiflung betete Etana zum Sonnengott Shamash um Hilfe. Der Gott wies ihn an, einen Adler zu suchen, der in einer Grube gefangen war, weil er einen Pakt mit einer Schlange gebrochen hatte. Etana rettete den Adler und aus Dankbarkeit bot das majestätische Tier ihm an, ihn in den Himmel des Gottes Anu zu tragen. Dort, so glaubte Etana, würde er die Pflanze des Gebärens finden,
die ihm endlich einen Sohn schenken würde. Der Mythos beschreibt eindringlich den Aufstieg. »Ich will dich in den Himmel des Anu tragen«, sprach der Adler. »Lege deine Brust an meine Brust, deine Hände an meine Flügel.« Und so stiegen sie auf, höher und höher, bis die Erde nur noch wie ein kleiner Brotkorb und das weite Meer wie ein Wassertrog aussah. Diese Erzählung ist mehr als nur ein fantastisches Märchen. Sie ist eine tiefgründige Parabel über den menschlichen Wunsch nach Fortbestand, nach einem Erbe, das über den eigenen Tod hinausgeht. Sie symbolisiert den kühnen Versuch eines Herrschers, die Grenzen des Irdischen zu überwinden und direkt mit den Göttern zu verhandeln, um das Schicksal seiner Dynastie zu sichern. Etana ist der erste mythische Held der sumerischen Königsliste. Eine Figur, die zeigt, wie das Konzept des Königtums über reine Verwaltung hinausging und eine spirituelle, fast übermenschliche Dimension annahm. Nachdem das Königtum von Kish gefallen war, ging die Hegemonie auf Eanna über, den heiligen Bezirk von Uruk. Und hier, in der Liste der Könige von Uruk, begegnen wir einem der berühmtesten Namen der gesamten Antike: Gilgamesch. Die Königsliste führt ihn als den 5. König der ersten Dynastie von Uruk auf und schreibt ihm eine Regierungszeit von 126 Jahren zu. Wieder eine übermenschliche Zahl, aber im Vergleich zu den Jahrtausenden seiner Vorgänger fast schon bescheiden. Die wahre Bedeutung von Gilgamesch liegt jedoch in der Konvergenz von Mythos und Geschichte. Für die Schreiber der Liste war er ein König wie jeder andere, ein Glied in der Kette der göttlich sanktionierten Herrschaft. Doch für uns ist er der Held des Gilgamesch-Epos, des ersten großen literarischen Werkes der Menschheitsgeschichte. Das Epos erzählt von seinen Heldentaten, seiner tiefen Freundschaft mit dem wilden Enkidu und seiner verzweifelten Suche nach der Unsterblichkeit nach dessen Tod. Lange Zeit wurde Gilgamesch, ähnlich wie König Artus oder Herakles, als rein mythische Figur betrachtet. Ein literarisches Konstrukt, das die Ängste und Hoffnungen der Mesopotamier verkörperte. Doch die Archäologie hat dieses Bild verändert. Inschriften anderer, historisch gesicherter Könige, wie Enmebaragesi von Kish, der in der Königsliste als Gilgameschs Vorgänger und im Epos als sein Gegner erwähnt wird, wurden gefunden. Noch wichtiger ist, dass Gilgamesch im Epos als derjenige beschrieben wird, der die gewaltigen Mauern von Uruk erbaute. Und tatsächlich haben Archäologen die monumentalen Befestigungsanlagen von Uruk ausgegraben, die auf genau jene frühdynastische Zeit datiert werden, in der Gilgamesch gelebt haben soll. Plötzlich wird aus dem mythischen Helden ein Mann aus Fleisch und Blut. Ein mächtiger Herrscher, dessen Taten so beeindruckend waren, dass sie über Jahrhunderte mündlich überliefert und schließlich in einem zeitlosen Epos verewigt wurden. Gilgamesch von Uruk markiert den Punkt, an dem die neblige Welt der Legende beginnt, sich zu lichten und die klaren Konturen der Geschichte sichtbar werden. Wir haben nun die Chronik der sumerischen Könige durchschritten, von den gottgleichen Gestalten vor der Flut bis zu den heroischen, beinahe historischen Herrschern von Kish und Uruk. Doch die zentrale Frage bleibt unbeantwortet. Ein stilles, insistierendes Rätsel, das in den Keilschriftzeichen der Tontafeln verborgen liegt. Was bedeuten diese Zahlen? Wie konnte ein Mensch 36.000 Jahre regieren? Die einfachste Antwort wäre, sie als reine Fiktion abzutun, als Produkte einer blühenden Fantasie. Doch das wäre zu einfach und würde der intellektuellen Komplexität der sumerischen Kultur nicht gerecht.
Gelehrte haben verschiedene Hypothesen entwickelt, um dieses numerische Mysterium zu entschlüsseln. Eine populäre Theorie besagt, dass die Zahlen nicht wörtlich zu nehmen sind, sondern symbolisch. Eine lange Regierungszeit könnte ein Maß für die Macht, den Wohlstand oder die göttliche Gunst eines Königs gewesen sein. Je größer die Zahl, desto bedeutender die Herrschaft in der kollektiven Erinnerung. Die Zahlen wären demnach keine historischen Daten, sondern eine Form von politischer Propaganda oder theologischer Aussage in die Sprache der Mathematik gekleidet. Eine andere faszinierende Möglichkeit liegt im sumerischen Zahlensystem selbst. Die Sumerer verwendeten ein sexagesimales System, das auf der Basis 60 beruht. Ein Erbe, das wir heute noch in der Einteilung von Stunden und Minuten oder dem Kreis in 360 Grad finden. Es ist denkbar, dass spätere Schreiber oder Übersetzer die Einheiten missverstanden haben. Vielleicht standen die Zahlen ursprünglich für Monate, Jahreszeiten oder andere, uns heute unbekannte Zeitzyklen. Eine Zahl, die als Jahre interpretiert wurde, könnte in Wahrheit eine viel kürzere Periode dargestellt haben. Ferner kannten die Sumerer numerologische Konzepte, bei denen Zahlen mystische Bedeutungen hatten. Bestimmte Zahlen galten als heilig oder perfekt. Die Regierungszeiten könnten so komponiert worden sein, dass sie kosmische Harmonie oder göttliche Vollkommenheit widerspiegeln, anstatt eine reale Dauer zu messen. Es gibt keine endgültige Antwort. Die Zahlen der Königsliste bleiben ein Code. Sie sind vielleicht weniger eine Chronik der Zeit, als vielmehr eine Chronik der Bedeutung. Sie erzählen uns nicht, wie lange diese Könige lebten, sondern wie sehr sie in den Augen ihrer Nachfahren zählten. Guten Abend. Auf unserer Suche nach dem Sinn hinter den schier unglaublichen Regierungszeiten der sumerischen Könige wenden wir uns nun vom Reich der reinen Symbolik ab und betreten das Feld der antiken Wissenschaften. Könnte es sein, dass die Schreiber nicht versuchten, buchstäbliche Jahre aufzuzeichnen, sondern vielmehr eine Art Code verwendeten, der auf den Zyklen des Himmels basiert? Eine der faszinierendsten, wenn auch umstrittensten Theorien in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Saros-Theorie. Der Begriff Saros selbst ist babylonischen Ursprungs und bezeichnet einen Zeitraum von etwa 18 Jahren und 11 Tagen. Dies ist die Zeitspanne, nach der sich Sonnen- und Mondfinsternisse in einer ähnlichen Konstellation wiederholen. Es ist ein fundamentaler Zyklus der Himmelsmechanik, den die mesopotamischen Astronomen, die als akribische Beobachter des Nachthimmels bekannt waren, zweifellos kannten. Die Theorie postuliert, dass die in der Königsliste genannten sumerischen Sar, die als 3600 Jahre übersetzt werden, in Wirklichkeit nicht Jahre, sondern eine andere, vielleicht astronomische Einheit darstellen. Einige Forscher spekulierten, dass die aufgezeichneten Zahlen vielleicht in Saros-Zyklen oder anderen himmlischen Perioden zu verstehen seien. Wenn man beispielsweise die 28.800 Jahre von Alulim durch die 3.600 teilt, erhält man 8. Das ist eine saubere symbolische Zahl. Doch der Versuch, diese Logik konsequent auf die gesamte Liste anzuwenden, führt schnell in eine Sackgasse. Die Zahlen sind zu inkonsistent. Es gibt keine einfache mathematische Formel, die alle Regierungszeiten in plausible, realistische Längen umwandeln könnte. Die Umrechnungsfaktoren müssten ständig wechseln, was die Idee eines einheitlichen Codes untergräbt. Wahrscheinlicher ist, dass die Zahl 3600, das SAR, nicht wegen einer direkten astronomischen Korrelation gewählt wurde, sondern wegen ihrer Bedeutung im sumerischen Sexagesimalsystem,
also dem Zahlensystem zur Basis 60. In diesem System ist 60 mal 60 gleich 3600. Eine Zahl von großer symbolischer Kraft, die Vollständigkeit und Perfektion repräsentiert. Die astronomische Verbindung ist also wohl eher eine Metapher als eine Formel. Die langen Regierungszeiten spiegeln vielleicht die Ordnung und die zyklische Perfektion des Kosmos wider, anstatt direkt aus Himmelsbeobachtungen abgeleitet zu sein. Der Schlüssel liegt vermutlich nicht in einem Taschenrechner, sondern im Verständnis der sumerischen Faszination für die göttliche Ordnung, die sie sowohl in den Sternen als auch in der idealisierten Geschichte ihrer Könige sahen. Wir verlassen nun die spekulativen Pfade der Astronomie und Mathematik und wenden uns einer sehr viel weltlicheren, aber nicht weniger tiefgründigen Erklärung für die Struktur der Königsliste zu, ihrer Funktion als politisches Instrument. Stellen Sie sich das Mesopotamien des frühen 2. Jahrtausends vor Christus vor. Es ist keine geeinte Nation, sondern ein Mosaik aus rivalisierenden Stadtstaaten. Städte wie Isin, Larsa, Uruk und Babylon ringen um die Vorherrschaft. In diesem Klima politischer Instabilität entsteht die Königsliste in ihrer uns bekannten Form. Ihr Hauptzweck war vermutlich nicht, eine akkurate historische Aufzeichnung zu sein, sondern eine machtvolle ideologische Botschaft zu senden. Die Liste konstruiert eine einzige ununterbrochene Linie des Königtums, die direkt vom Himmel herabsteigt, von einer Stadt zur nächsten wandert und stets nur bei einem einzigen Herrscher zur selben Zeit liegt. Diese zentrale Behauptung, es gibt immer nur einen König, war eine direkte Kampfansage an die politische Realität der Zersplitterung. Für die Dynastie von Isin, die als wahrscheinlicher Urheber der Liste gilt, war dies ein Geniestreich der Propaganda. Indem sie ihre eigene Herrschaft an das Ende dieser langen, ehrwürdigen Kette von gottgewollten Monarchen stellten, legitimierten sie ihren Anspruch auf die Herrschaft über ganz Sumer. Sie präsentierten sich nicht als Eroberer, sondern als rechtmäßige Erben einer uralten Tradition. Die Liste glättet die komplizierte Vergangenheit. Perioden, in denen mehrere Städte gleichzeitig mächtig waren und ihre eigenen Könige hatten, werden ignoriert oder in eine saubere, sequentielle Abfolge gezwungen. Rivalen werden entweder aus der Geschichte getilgt oder als untergeordnete, vergangene Phasen dargestellt. Die Botschaft ist klar: Das Königtum ist eine unteilbare Einheit, verliehen von den Göttern, und es residiert jetzt, so die implizite Aussage, bei uns in Isin. Die fantastisch langen Regierungszeiten der vorsintflutlichen Könige dienen diesem Zweck ebenfalls. Sie schaffen eine mythische, goldene Vergangenheit von unvorstellbarer Stabilität und Dauer, auf die sich die gegenwärtigen Herrscher berufen können. Die Königsliste ist somit weniger ein Geschichtsbuch, als vielmehr eine Gründungsurkunde. Ein auf Ton gebranntes Manifest, das den Lauf der Geschichte so zurechtbiegt, dass er unweigerlich auf den Thron des amtierenden Herrschers zuläuft. Die sumerische Königsliste mit ihrer Mischung aus Mythos und Geschichte, aus göttlichen und menschlichen Herrschern, steht nicht isoliert in der antiken Welt. Wenn wir unseren Blick über die Grenzen Mesopotamiens hinausrichten, finden wir faszinierende Spiegelbilder dieser Konzeption von Zeit und Herrschaft. Das vielleicht nächstliegende Beispiel findet sich im benachbarten Ägypten. Der ägyptische Priester Manetho, der im 3. Jahrhundert vor Christus schrieb, verfasste eine Königsliste, die verblüffende Ähnlichkeiten aufweist. Auch seine Chronik beginnt in einer grauen Vorzeit, in der Götter und Halbgötter für Tausende von Jahren
über Ägypten herrschten. Erst nach diesen mythischen Zeitaltern beginnt die Herrschaft der sterblichen Pharaonen, deren Regierungszeiten allmählich realistischere Längen annehmen. Der Turiner Königspapyrus, eine noch ältere Quelle, bestätigt diese Struktur. Wie die Sumerer sahen auch die Ägypter ihre Zivilisation als ein direktes Erbe der Götter und die Institution des Königtums als eine Brücke zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre. Eine weitere, kulturell noch wirkmächtigere Parallele finden wir in den Genealogien der hebräischen Bibel, insbesondere im Buch Genesis. Hier lesen wir von den Patriarchen vor der großen Flut, Gestalten wie Adam, Seth und Methusalem, die erstaunliche Lebensalter von über 900 Jahren erreichen. Nach der Flut mit Noah und seinen Nachkommen nehmen die Lebensspannen drastisch ab und nähern sich allmählich den uns bekannten menschlichen Dimensionen an. Die Struktur ist identisch mit der sumerischen Königsliste. Eine vorsintflutliche Ära von langlebigen Vorfahren, eine katastrophale Flut als Zäsur und eine nachsintflutliche Ära mit verkürzten, sterblicheren Lebensaltern. Dies deutet nicht zwangsläufig auf eine direkte Übernahme hin, sondern vielmehr auf einen gemeinsamen kulturellen Archetyp im alten Orient. Es ist die Vorstellung von einem Urzustand, einer Art goldenem Zeitalter, in dem die Menschen den Göttern näher standen, länger lebten und die Welt noch geordneter war. Eine große Katastrophe, die Flut, beendete diese Ära und leitete die gegenwärtige, unvollkommenere Welt ein. Die sumerische Königsliste ist somit Teil eines größeren Erzählmusters, eines Versuchs der antiken Kulturen, ihre eigene Gegenwart zu verorten, indem sie eine tiefe, mythische Vergangenheit konstruierten, die von Göttern und legendären Helden bevölkert war. Um die sumerische Königsliste wirklich zu verstehen, müssen wir tiefer blicken als nur auf Zahlen und Namen. Wir müssen versuchen, in die Denkweise der Menschen einzutauchen, die sie verfasst haben. Die Liste ist ein Fenster in die sumerische Weltanschauung, in ihr Verständnis des Kosmos und des Platzes der Menschheit darin. Im Zentrum dieses Weltbildes stand eine fundamentale Überzeugung. Die Zivilisation war kein menschliches, sondern ein göttliches Projekt. Alles, was das geordnete Leben ausmachte, Ackerbau, Schrift, Recht und vor allem das Königtum, war von den Göttern auf die Erde herabgesandt worden. Das Königtum war keine Position, die man sich durch Stärke allein nehmen konnte. Es war ein heiliges Amt, das Namlugal auf Sumerisch, das von den Göttern verliehen und auch wieder entzogen werden konnte. Die Liste macht dies im ersten Satz unmissverständlich klar: als das Königtum vom Himmel herabkam. Diese Idee erklärt, warum das Königtum von Stadt zu Stadt wandert. Wenn eine Stadt ihre Vormachtstellung verlor, interpretierten die Sumerer dies nicht als rein militärische oder politische Niederlage, sondern als einen göttlichen Ratschluss. Die Götter hatten entschieden, das Namlugal einer anderen Stadt zu übergeben. Die vorsintflutlichen Könige mit ihren langen Leben repräsentieren die Idealform dieses göttlichen Geschenks. Ihre Ära war eine Zeit der Nähe zu den Göttern, eine fast perfekte Umsetzung des göttlichen Plans auf Erden. Die Flut stellt dann den radikalen Bruch dar, eine göttliche Strafe, die die Menschheit fast auslöschte und sie von ihrer ursprünglichen Vollkommenheit entfernte. Nach der Flut wurde das Königtum zwar erneuert, aber es war anders. Die Herrscher waren nun eindeutig sterblich, ihre Regierungszeiten kürzer, ihre Welt fragiler. Der König war nun ein Vermittler, ein Hohepriester, der die Aufgabe hatte, die Verbindung zwischen der menschlichen und der göttlichen Sphäre aufrechtzuerhalten.
die Götter durch Rituale und Tempelbauten zufriedenzustellen und so die Ordnung in der Welt zu sichern. Die Königsliste ist somit die Chronik dieser Beziehung zwischen Göttern, Königen und Menschen. Sie erzählt die Geschichte eines verlorenen Paradieses, einer verheerenden Katastrophe und des mühsamen, aber gottgewollten Wiederaufbaus der Zivilisation unter der Führung sterblicher, aber von den Göttern eingesetzter Herrscher. In unserer modernen Welt, in der Informationen blitzschnell um den Globus reisen, hat die sumerische Königsliste ein Eigenleben entwickelt, das weit über die Hallen der akademischen Assyriologie hinausgeht. Es ist unvermeidlich, dass wir uns mit den populären, aber wissenschaftlich unhaltbaren Interpretationen befassen, die sie umgeben. Die prominenteste dieser Theorien stammt von Autoren wie Zecharia Sitchin, der in den sumerischen Texten Beweise für den Besuch außerirdischer Wesen, der sogenannten Anunnaki, sah. In dieser Erzählung sind die vorsintflutlichen Könige mit ihren unglaublichen Regierungszeiten keine mythischen Gestalten, sondern außerirdische Kolonisten oder deren hybride Nachkommen, deren Langlebigkeit auf ihre nichtmenschliche Physiologie zurückzuführen sei. Die Königsliste wird hier als direkter Beweis für diese außerirdische Herrschaft über die frühe Menschheit angeführt. Als Historiker ist es meine Aufgabe, solche Behauptungen mit der gebotenen Skepsis und auf der Grundlage von Beweisen zu betrachten. Die Methodik hinter diesen Theorien ist fundamental fehlerhaft. Sie basiert auf selektiven Lesarten, Fehlübersetzungen und der Herauslösung von Wörtern und Phrasen aus ihrem kulturellen und sprachlichen Kontext. Der Begriff Anunnaki zum Beispiel, der in den Mythen tatsächlich vorkommt, bezeichnet eine Gruppe von Gottheiten im mesopotamischen Pantheon, nicht Besucher von einem anderen Planeten. Es gibt keine einzige Zeile in den Tausenden von Keilschrifttafeln, die Raumschiffe, fortschrittliche Technologie oder interplanetare Reisen in dem Sinne beschreibt, wie es diese modernen Mythen behaupten. Die langen Herrschaftszeiten werden isoliert betrachtet, ohne den globalen Kontext ähnlicher Mythen, von den biblischen Patriarchen bis zu den mythischen Kaisern Chinas, zu berücksichtigen. Diese Theorien sind faszinierend, weil sie einfache Antworten auf komplexe Fragen bieten. Sie sprechen unseren Wunsch nach dem Wunderbaren an. Doch sie tun dies auf Kosten der wahren Komplexität und des intellektuellen Reichtums der sumerischen Kultur. Sie ersetzen die authentische Weltsicht der Sumerer durch eine moderne, von Science-Fiction inspirierte Fantasie. Indem wir diese Mythen kritisch hinterfragen, entwerten wir nicht das Mysterium, sondern wir schärfen unseren Blick für das, was wirklich rätselhaft und bewundernswert ist. Die Denkweise und die Kultur einer der ersten Zivilisationen der Menschheit. Wenn wir die faszinierende Welt der Texte verlassen und unsere Füße fest auf den Boden der Tatsachen stellen, oder genauer gesagt, in den Staub und Lehm der archäologischen Stätten Mesopotamiens, ergibt sich ein deutlich anderes Bild. Die Archäologie ist ein unbestechlicher, wenn auch oft schweigsamer Zeuge der Vergangenheit. Sie spricht durch Keramikscherben, Fundamentschichten und die Überreste von Stadtmauern. Und was sie uns über die sumerische Königsliste verrät, ist eine Geschichte von Diskrepanzen und Lücken. Nehmen wir die Stadt Kisch, die laut Liste der erste Sitz des Königtums nach der Flut war. Archäologische Ausgrabungen in Kisch zeigen tatsächlich eine sehr frühe Besiedlung, die bis in die prähistorische Zeit zurückreicht. Doch die Schichten, die mit den ersten Dynastien der Liste korrelieren sollten, sind schwer zu fassen. Es gibt kaum monumentale Bauten
oder eindeutige Inschriften, die die Existenz eines so mächtigen, zentralisierten Königtums zu dieser frühen Zeit belegen würden. Noch auffälliger ist das Fehlen von Beweisen für viele der vorsintflutlichen Könige und ihre Städte. Eridu, die allererste Stadt, in der das Königtum vom Himmel herabkam, ist zwar eine der ältesten und bedeutendsten archäologischen Stätten, aber es gibt keinerlei materielle Spuren von Herrschern wie Alulim oder Alalgar. Ihre Namen existieren nur auf dem Lehm der Keilschrifttafeln. Umgekehrt haben Archäologen Herrscher entdeckt, die in der Königsliste überhaupt nicht vorkommen, deren Existenz aber durch ihre eigenen königlichen Inschriften zweifelsfrei belegt ist. Ein berühmtes Beispiel sind die frühen Herrscher von Lagash wie Ur-Nansche oder Eannatum, die eine mächtige Dynastie bildeten, aber in der Standardversion der Liste ignoriert werden. Dies deutet stark darauf hin, dass die Liste eine selektive, politisch motivierte Zusammenstellung ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie präsentiert eine lineare Abfolge von Dynastien, die nacheinander über ganz Sumer herrschten. Die Archäologie hingegen zeichnet das Bild einer viel komplexeren Realität. Eine Landschaft von rivalisierenden Stadtstaaten, die oft gleichzeitig existierten und um die Vorherrschaft kämpften. Die Liste glättet diese unordentliche, dynamische Geschichte zu einer sauberen, geordneten Sukzession. Sie ist kein Foto der Vergangenheit, sondern ein gemaltes Porträt, das bestimmte Züge hervorhebt und andere bewusst im Schatten lässt. Nachdem wir die Grenzen der Liste als historisches Dokument und die Fallstricke moderner Mythen ausgelotet haben, stehen wir vor dem wahren, dem tiefsten Mysterium. Es liegt nicht in außerirdischen Besuchern oder versunkenen Kontinenten, sondern in den Köpfen der Menschen, die dieses bemerkenswerte Dokument erschufen, den sumerischen und babylonischen Schreibern. Was wussten sie, was wir nicht wissen? Welche Quellen standen ihnen zur Verfügung, die für uns für immer verloren sind? Stellen Sie sich einen Schreiber um 2000 vor Christus vor, der in der gedämpften Kühle einer Tempelbibliothek sitzt. Vor ihm liegen vielleicht ältere, zerbrechliche Tafeln, lokale Chroniken aus verschiedenen Städten, mündliche Überlieferungen, die von Priestern über Generationen weitergegeben wurden, und epische Gedichte über Götter und Helden. Seine Aufgabe war es nicht, eine objektive Geschichte im modernen Sinne zu schreiben. Seine Aufgabe war es, aus diesem vielfältigen, oft widersprüchlichen Material eine kohärente Erzählung zu formen. Eine Erzählung, die die Gegenwart legitimiert, die göttliche Ordnung des Königtums bestätigt und ein Gefühl der Kontinuität von den mythischen Anfängen der Zeit bis zur Herrschaft seines eigenen Königs schafft. Das wahre Rätsel ist der Prozess dieser Synthese. Wie entschieden die Schreiber, welche Könige sie aufnehmen und welche sie weglassen sollten? Die Auslassung der mächtigen Dynastie von Lagash zum Beispiel war mit Sicherheit eine bewusste politische Entscheidung. Vielleicht weil Lagash ein langjähriger Rivale der Städte war, deren Traditionen die Schreiber bevorzugten. Und woher kamen die fantastischen Regierungszeiten der vorsintflutlichen Könige? Waren sie reine Erfindung? Oder basierten sie auf einem numerologischen oder kosmologischen System, dessen Schlüssel wir verloren haben? Vielleicht symbolisierten die Zahlen etwas ganz anderes, Zyklen von Sternen, göttliche Zeitalter oder eine abstrakte Vorstellung von einer glorreichen, fernen Vergangenheit. Wir müssen anerkennen, dass wir nur einen Bruchteil des Wissens besitzen, das einst in den großen Archiven Mesopotamiens gelagert war. Die Zerstörung von Städten wie Ebla oder Mari
und der unaufhaltsame Verfall von Tausenden von unentdeckten oder zerfallenen Tafeln bedeuten, dass wir durch ein Schlüsselloch in eine einst riesige Bibliothek blicken. Das verlorene Wissen der Schreiber ist die wahre Terra Incognita. Das Mysterium ist nicht die Liste selbst, sondern die verlorene Welt des Denkens, die sie hervorbrachte. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise. Einer Reise, die uns von den nebligen Anfängen der Zeit bis in die gelehrten Schreibstuben Babylons geführt hat. Was bleibt von der sumerischen Königsliste, diesem rätselhaften Artefakt aus gebranntem Lehm? Ihr Wert liegt, wie wir gesehen haben, nicht in ihrer buchstäblichen Genauigkeit. Sie ist keine zuverlässige Chronik der frühen mesopotamischen Geschichte. Ihr wahres Vermächtnis ist weitaus tiefgründiger und nachhaltiger. Zunächst ist sie ein einzigartiges Fenster in die sumerische Seele. Sie offenbart uns, wie eine der frühesten Zivilisationen ihre eigene Vergangenheit, ihre politische Gegenwart und ihre kosmische Bestimmung sah. Sie zeigt uns ein Weltbild, in dem die Grenze zwischen Göttern und Menschen fließend war, in dem die Ordnung der Gesellschaft ein direktes Geschenk des Himmels war und in dem die Institution des Königtums als der zentrale Pfeiler galt, der das Chaos in Schach hielt. Die Liste ist der Ausdruck des tiefen menschlichen Bedürfnisses nach Ordnung, Kontinuität und Legitimität. In einer Welt voller Kriege, Überschwemmungen und dem Aufstieg und Fall von Städten bot sie die beruhigende Gewissheit einer ununterbrochenen Linie der Autorität, die von den Göttern selbst sanktioniert wurde. Dieses Konzept war so mächtig, dass es die Sumerer überlebte. Spätere mesopotamische Reiche, von den Babyloniern bis zu den Assyrern, übernahmen und adaptierten die Tradition der Königslisten, um ihre eigene Herrschaft in diese ehrwürdige Geschichte einzuschreiben. Die Idee einer von Gott gegebenen, linearen Abfolge von Herrschern hallt sogar in späteren Kulturen und Religionen wieder, lange nachdem das letzte Wort in Keilschrift in den Lehm gedrückt worden war. Die unsterbliche Faszination der Liste liegt heute in ihrer Dualität. Sie ist zugleich historisches Dokument und literarisches Kunstwerk, politische Propaganda und mythologische Erzählung. Sie fordert uns heraus, unsere eigenen Vorstellungen von Geschichte, Mythos und Wahrheit zu hinterfragen. Sie erinnert uns daran, dass die Vergangenheit nicht einfach eine Ansammlung von Fakten ist, sondern immer auch eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Das kleine Lehmprisma, das die Jahrtausende überdauert hat, ist mehr als nur eine Liste von Namen und Zahlen. Es ist ein stiller, aber eloquenter Zeuge für den Beginn der Geschichte selbst, für den Moment, in dem die Menschheit begann, über ihre eigene Zeit auf der Erde nachzudenken und zu versuchen, dem flüchtigen Strom der Ereignisse einen Sinn und eine Form zu geben. Ein Vermächtnis, unvergänglich wie der Lehm, aus dem es geformt wurde.